Hallo und willkommen zum wöchentlichen Video. Mein Name ist Harald Schucknall von MediaBase.at und heute möchte ich über das aktuelle Panda-Update 3.6 sprechen und über 52 weitere Updates, die ich kurz anschneiden möchte. Nur ganz kurz zum Panda-Update 3.6, haben nur wenige Leute bemerkt, ist kurz nach Pinguin ausgerollt worden. Das heißt, Pinguin ausgerollt worden am 24. April. Und das neue Panda-Update 3.6 ist am 27.04. ausgerollt worden. Das ist sehr speziell, denn das war nur 8 Tage nach der Ausrollung von Panda 3.5. Normalerweise braucht Google an die 6 Wochen, um ein neues Update auszurollen. Und hier wurde es bereits nach 8 Tagen ausgerollt. Das ist vielleicht ein Indikator dafür, dass Google in Zukunft die Updates deutlich schneller ausrollen wird. Wir werden sehen. Weiters wurden 52 kleinere Updates im April ausgerollt. Ich möchte nur auf einige wichtige eingehen, die jetzt speziell mit den Suchergebnissen oder mit der Reihenfolge der Suchergebnisse oder auch mit dem technischen Hintergrund von Google etwas zu tun haben. Also hier nicht alle erwähnen. Zuerst ist einmal was sehr Wichtiges auf der technischen Seite von Google passiert. Das heißt, die Suchmaschinenstruktur von Google hat sich etwas geändert. Denn Google hat verlautbart, dass sie 15% mehr Seiten indexieren können. Und sie haben auch verlautbart, dass sie eine neue Form der Indexierung gefunden haben. Das heißt, sie verwenden nicht nur mehr bloß einen großen Index, sondern sie verwenden viele kleine Indexe, wo sie Seiten sammeln und sie sagen, dass sie diese Seiten dann nach Priorität oder nach irgendwelchen Stufen weiter indexieren oder weiter verarbeiten. Das deutet auch darauf hin, dass Google damit in der Lage ist, relevante Seiten oder frischen Content, neuen Content noch schneller zu indexieren, denn sie haben auch hier einige Freshness-Updates gemacht und ich nehme mal an, dass Ihnen das sehr hilft, diese Unterteilung in kleinere Segmente, einen schnelleren Index oder schneller aktuellere Suchergebnisse zu liefern. Ein zweiter wichtiger Punkt natürlich im Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist es das Ranking-Update. Das heißt, das sind jetzt 3 Punkte, die das Ranking in Zukunft oder bereits beeinflussen. Eines davon hat den tollen Codename BI02SW41. Also Google hat für alle diese Updates irgendwelche Codenamen vergeben. Hier in diesem Update geht es darum, wie und wo stehen die Keywords auf der Seite. Das wurde auch gemacht, um diese ganzen Keyword-Stuffing-Seiten aus dem Index zu bekommen, nehme ich an. Und hier geht es ganz primär, denke ich, bei diesen beiden Updates darum, gespinnten Content besser zu erkennen und gespinnten Content aus dem Netz zu verdrängen. Denn hier wird es noch genauer nachgeschaut, in welcher Form was umgibt das Keyword und wo steht es genau. Und wenn hier algorithmisch erkannt wird, dass es sich um einen gespinnten Content handelt, wird das natürlich ausgefiltert. Das nächste trägt den Update-Namen oder den Codename Spam oder gehört zur Gruppe des Spam-Updates. Hier, wie gesagt, bessere Keyword-Stuffing-Erkennung. Also wenn jetzt jemand immer noch auf seiner Seite irgendwo Keywords hineingestufft hat, sei es im Footer oder sei es irgendwo anders, wird das nun noch besser erkannt und aus dem Index gefiltert. Eine weitere Sache, an dem Google arbeitet, ist das Domain Crowding. Also das Update bezeichnet sich als Domain Crowding. Domain Crowding bedeutet, Sie kennen das sicher, Sie geben irgendein Suchwort ein und bekommen dann die 3 gleichen Domains untereinander gelistet, einfach mit einem anderen Unterverzeichnis. Das heißt, Sie haben auf der ersten Seite 3, 4 oder öfters die gleiche Domain gelistet. Dagegen will Google vorgehen
Ich habe gerade vorher einen Test gemacht bei einem Kunden von uns, wo ich weiß, dass das häufig vorkommt, dass es Dreifachlistungen gibt. Also ich habe hier keine Änderungen gesehen. Auf jeden Fall wollen Sie dagegen vorgehen, dass dieselbe Domain öfter im Suchergebnis aufscheint. Dann gehen wir auf diese Seite. Hier gibt es zwei wichtige Änderungen in der lokalen Suche. Das heißt, betrifft natürlich auch die mobilen Geräte und betrifft aber auch die Suche, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer Stadt was suchen, dann sagt Google, dass Sie jetzt besser erkennen können, wo die Seiten liegen, auch ohne dass zum Beispiel der Ort auf der Seite steht. Das heißt, wenn Sie ein Restaurant suchen und es steht zum Beispiel auf dieser Restaurantseite nicht Wien, Sie suchen aber ein Restaurant in Wien, weiß Google trotzdem oder sagt Google, dass es trotzdem weiß, dass diese Seite in Wien lokalisiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie über die Geodaten machen oder ob Sie das sowieso wissen, weil die meisten bei Places sind, oder Sie wissen es, weil Sie den Herald oder irgendein anderes lokales Verzeichnis crawlen und dadurch wissen, wo diese Standorte sind. Meist wird es sowieso nicht vorkommen, dass auf einer geschäftlichen Seite keine Adresse ist, nehme ich an. Dann gibt es noch ein lustiges Sudoku-Update. Hier schauen Sie darauf, dass Sie den Content besser den Ländern zuordnen können. Das heißt, wenn Sie, das ist speziell in den spanischsprachigen Ländern oder Ländern, wo dieselbe Sprache gesprochen wird, zum Beispiel Brasilien oder Spanien oder Portugal, da schauen Sie einfach, dass Sie nicht nur relevant nach Sprache ausliefern, sondern auch relevanter nach Land, weil es natürlich einen Suchenden in Spanien wenig interessiert, dass er dann aus Brasilien oder irgendwo irgendwelche Suchergebnisse bekommt, mit denen er eigentlich nichts anfangen kann, oder er hat sich einfach was anderes erwartet. Hier versuchen Sie eben dann, das besser einzuteilen zu können, besser zuordnen zu können. Dann gibt es noch ein paar weitere Updates, auf die ich aber nicht so genau eingehen möchte. Man sollte aber trotzdem wissen, dass hier Updates vorgenommen wurden. Das ist einmal in der Pagination, das heißt, wenn die Seiten durchstrukturiert sind, also wenn Sie am Ende der Seite zum Beispiel viele Produkte haben und die alle durchnummeriert sind von 1 bis 200, dann ist es in letzter Zeit oft vorgekommen, dass viele dieser Seiten indexiert waren. Das heißt, es war eine Domain mit wieder vielen unterindexierten Produkten oder Seiten im Index, und dagegen wollen Sie jetzt ein bisschen besser vorgehen mit einem Update. Dann gibt es ein Sitelinks-Update. Die Sitelinks sehen Sie nur, wenn Sie eine autoritäre oder wenn Sie eine Seite haben, von der Google glaubt, dass sie hochwertig ist, dann bekommen Sie diese Sitelinks. Und hier hat es auch ein Update gegeben, dass das schneller indexiert wird und dass Sie das besser crawlen können und dann besser glauben zu wissen, was jetzt wichtig ist und was Sie in diese Sitelink-Struktur einbinden. Dann hat es einige Freshness-Updates gegeben. Also wie gesagt, es scheint jetzt noch wichtiger zu werden, frischen Content, aktuellen Content zu haben. Und wie gesagt, ich glaube, dass das auch mit dieser Neuerung, mit der Aufteilung des Indexes was zu tun hat, dass Google immer mehr darauf schaut, dass wirklich Seiten mit frischem Content und frischer Inhalt besser gerankt wird und weiter vorne steht. Ein weiteres Update, das wichtig ist, weil Google anscheinend jetzt dann doch gemerkt hat, dass mit den Rich Snippets sehr viel Dinge passieren, die nicht passieren sollten, oder dass halt sehr viele Leute jetzt Sternchen haben oder sich selber Bewertungen beschaffen oder irgendwelche anderen Snippets verwenden, die sie eigentlich nicht verwenden sollten. Daher versucht jetzt Google mit einem Update dafür zu sorgen, dass es kontinuierlich und eher in die richtige Richtung geht. Also dass es sind zum Beispiel viele Bewertungen schon in den letzten Updates eingezogen worden. Das heißt,
wenn man Google-Konten erstellt hat, die aber nur für Bewertungen gut waren, dann wurden diese Bewertungen herausgenommen wieder und Sachen wie diese versuchen Sie halt in diesem neuen Update unterzubringen. Dann gibt es noch eine verbesserte Suche, Länder und Sprachen. Das haben wir eigentlich hier schon angesprochen in diesem Sudoku-Update, dass Sie eben wirklich versuchen, den Content nicht nur der Sprache, sondern auch dem Land besser zuzuordnen. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!